Mein Name ist Peter Glörfeld. Ich bin der Gründer der Firma Institut für Materialprüfung Glörfeld. Eigentlich tue ich ja nichts mehr, ich bin ja im Ruhestand. Trotzdem, damit es mir nicht langweilig wird, bin ich noch beratend tätig. Ich mache das gerne, damit das Unternehmen auch noch ein bisschen von meinen Erfahrungen, die allmählich weniger werden, profitieren kann. Ich habe schon als Kind mit Chemiekästen experimentiert, das war schon immer mein Hobby und das intensivierte sich immer weiter, sodass ich dann dachte, irgendwas musst du beruflich machen. Ich habe einen einfachen Volksschulabschluss und habe dann eine Lehre als Chemielaborant gemacht, dann parallel zweiten Bildungsweg, abends noch auf der Bank gesessen und geschwitzt, gelernt. Dann nach Abschluss der Lehre bin ich dann damals war es Ingenieurschule, später Fachhochschule gegangen und habe das Fach Chemie, Nuklearchemie studiert. Aber eigentlich hatte ich schon immer vor, mich selbstständig zu machen. Ich wollte immer gerne selbstständig arbeiten, aber so als Chemiker, als Chemieingenieur selbstständig nicht so einfach. Ich bin dann erst in die Industrie gegangen, habe in einem Halbzeugwerk, in dem Messing, Kupfer, Kupferlegierungen, Aluminiumlegierungen produziert wurden gearbeitet. Das Werk wurde 1976 geschlossen und ich hatte da die Möglichkeit, entweder in der Industrie eine Leitung für die Gießerei zu bekommen oder ein chemisches Labor. Da hatte man noch ziemliche Auswahl damals und habe mich aber gegen beides entschieden, weil ich dachte so, jetzt oder nie versuchst du es mit selbstständig. Ich war, als der Verkauf über die Bühne ging, war ich 75 und irgendwann ist es dann doch auch Zeit. Ja. Ich hatte auch schon seit einigen Jahren schon die Überlegung zu verkaufen. Es hat auch verschiedene Gespräche gegeben mit Interessenten, aber das war dann wirklich der Punkt. Die Firma wurde in dem Jahr 45 Jahre alt, ich 75 und da habe ich mir gesagt, so jetzt soll es mal gut sein und ein bisschen Leben genießen, kann ja nicht schaden. Natürlich ist die IMG gut. Ich will aber nicht sagen einzigartig besser als alle anderen. Es gibt natürlich auch Unternehmen, die ähnliche Analytik machen. Die IMG ist spezialisiert auf die präzise Bestimmung von Metallen und speziell nochmal Edelmetallen in allen möglichen Materialien. Angefangen beim Primärmaterial, irgendwelche Erze, die wenige Gramm pro Tonne Gold haben, bis zum fertigen reinen Gold, zum reinen Platin, alles was dazwischen liegt. Wobei heutzutage ja das Recycling eine besondere Rolle spielt. In den Schrotten, die anfallen, Elektronikschrott, Autoabgaskatalysatoren und verschiedenen Industrieabfällen, hört sich so schlecht an, immer Abfälle, aber die sind oft wesentlich hochwertiger als die Primärmaterialien, als die Erze. Und auf dieses ganze Gebiet ist die IMG spezialisiert. Wir sind also da wirklich, ich will nicht sagen einzigartig, aber in Deutschland immerhin das größte freie, von Wirtschaft und Industrie unabhängige Labor auf diesem Spezialgebiet. Auf jeden Fall. Jedes Gramm, jedes Kilogramm, jede Tonne, was recycelt wird, wo also die wertvollen Rohstoffe, es geht in erster Linie auch um Wertstoffe, die analysiert werden, denn die Analytik wird gemacht, um den Wert einer Warenlieferung zu bestimmen, in fast allen Fällen. Und darum ist es wichtig, dass diese Werte, diese Inhalte der Metalle, der Wertmetalle präzise bestimmt werden und dann natürlich für die Abrechnung in Ordnung sind, für den Verkauf, aber auch für das Recycling, ganz klar. Denn das, was dort wieder in die Produktion zurückgeführt wird, muss nicht mit wesentlich mehr Aufwand aus Primärmaterialien wie Erzen gewonnen werden. Also ich muss sagen, das war eine sehr angenehme Zeit. Vom ersten Moment an Zusammentreffen mit dem Herrn Nicoloso und einem der Investoren, sehr gute Gespräche gehabt, sehr viel Vertrauen hatte ich meinerseits. Ich denke, umgekehrt war es wohl auch. Wir haben sehr offene Gespräche geführt. Also alles in allem, die ganze Abwicklung war für mich sehr angenehm. Auch zeitlich, es ging also relativ zügig, ich muss sagen, sehr zufrieden.
Ja, auf jeden Fall. Ganz wichtig ist ja bei solchen Geschäftsübernahmen, denke ich, der kontinuierliche Kontakt zu den Kunden, zu den Stammkunden. Und da muss ich sagen, das ist von Anfang an sehr gut gemacht worden, sehr gut gepflegt worden, dass die wichtigsten Kunden direkt informiert wurden und dass da eine gewisse Kontinuität auch vorhanden war, dass also kein Kunde abgesprungen ist, weil einfach andere Eigentümer da waren, sondern das ist sehr gut gelaufen. Das ist ganz wichtig. Einen gewissen kleinen Einbruch hat es schon gegeben im ersten Jahr, aber das ist nicht auf die Übernahme, denke ich, oder Übergabe zurückzuführen, sondern das lag auch an der allgemeinen wirtschaftlichen Situation. Sprich Corona, die Zeit hat da mit eine Rolle gespielt. Von daher, also es ist alles gut gelaufen. Was auch wichtig ist in dem Zusammenhang, nicht nur der Kontakt zu den Kunden, sondern auch die Mitarbeiter. Dass alle Mitarbeiter übernommen wurden, dass der Standort beibehalten wurde und das hat die ganze Sache sehr positiv beeinflusst. Ich kann mir vorstellen, dass diese Zugehörigkeit zur Viridius Lab Gruppe sich positiv auswirkt. Die Viridius Gruppe ist ja auch noch relativ neu und entwickelt sich kontinuierlich weiter, wird größer und mit dieser Weiterentwicklung der Viridius Lab wird auch die IMG weiter bekannt werden und auch davon profitieren. Gut, es gibt Dinge, die auch laborübergreifend sind im Rahmen einer solchen Gruppe. Auch das Know-how, was in der Gesamt-Viridius Lab-Gruppe existiert und dass die IMG auch davon profitiert. Wichtig ist, dass der Kundenkontakt aufrechterhalten wird, verstärkt wird, intensiver wird. Zum Zweiten, dass die Mitarbeiter bei der Stange bleiben, dass sie sich wohlfühlen, dass sie gerne hier arbeiten. Und dazu gehört auch natürlich, dass der Standort beibehalten wird, weil auch die Mitarbeiter ja irgendwo in dieser Gegend alle wohnen und da nicht irgendwo ein Wechsel stattfindet. Ohne die Mitarbeiter kann so eine Firma nicht interessieren. Das ist ja Binsenwahrheit, aber auch durch diese speziellen Mitarbeiter für diese Spezialanalytik, die hier betrieben wird, ist es ganz wichtig, dass diese Leute bei der Stange behalten werden.